Das war so der Moment, wo ich mir auch gedacht habe, dass du Uhrmacher, also dass du kein Uhrmacher geworden bist, war wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung. Moin aus dem Wunderland. Wir sind hier in unserem neuen Bauabschnitt Rio de Janeiro, den wir vor wenigen Wochen eröffnet haben, und stehen hier am Hauptbahnhof von Rio. Und uns fehlt hier noch eine Turmuhr. Die Turmuhr soll eigentlich 24 Stunden in 15 Minuten abbilden, also in Wunderland Echtzeit mitlaufen. Die Uhr haben wir damals aufgestellt zur Eröffnung, die hat auch funktioniert, hat aber den Eindruck gemacht, dass die für uns nicht langlebig genug ist. Also haben wir gesagt, damit wir die nächsten 10 Jahre störungsfreien Betrieb haben und das doch ein ziemlich filigranes Uhrwerk ist, bauen wir die einmal neu. Und wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt in der Werkstatt. Ja, hier haben wir die originale Turmuhr, die damals bei der Rio-Eröffnung eingebaut war. Das Problem daran ist so ein bisschen, die Uhr wurde damals konstruiert mit 2 Motoren, die unabhängig voneinander Stunde und Minute eintragen und werden dann nur über das Programm synchronisiert. Die Schwierigkeit dabei ist halt, dass diese Motoren nicht hundertprozentig genau funktionieren. Das heißt, sie laufen halt sowieso immer an sich schon auseinander, müssen dann halt separat wieder gefangen werden über das Programm. Und durch die Ungenauigkeit in den Kunststoffzahnrädern versteckt sich das Problem halt nochmal. Was halt nachher dazu führt, dass wir A, keinen symmetrischen Lauf auf allen 4 Seiten haben und dass das Ganze halt auch auf lange Sicht ja nicht haltbar genug ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir konstruieren die Uhr neu. Und diesmal benutzen wir nur einen Motor und bauen halt stattdessen eine Übersetzung vom Stunden- auf den Minutenzeiger, damit unser Getriebe an sich die Synchronisation der einzelnen Zeiger schon herstellt, ohne dass wir darauf achten müssen, dass sich 2 Motoren immer wieder selber fangen. Ja, wir haben hier einmal unsere neue gezeichnete Uhr, also die zweite Version, wo man hier einmal schön sieht, dass wir jetzt nur noch einen Motor haben hier unten und dann über ein Stufengetriebe die Übersetzung nachher auf die Zahnräder bzw. die Zeiger in der Mitte halt übertragen. Angefangen habe ich damit, dass ich mir erstmal eine Übersetzung überlegt habe, beziehungsweise wie man über die einzelnen Stufen nachher aufteilt, dass wir auf die Übersetzung von 1 zu 12 kommen. Habe mir die Zahnräder dazu rausgesucht und habe die Geometrien dafür modelliert. Die sieht man hier halt sehr gut, dass wir halt einzelne Zahnräder haben, die halt nachher in Realität auch denselben Teilkreis und den Modul haben, damit wir wissen, wie wir fertigen müssen. Dann bin ich beigegangen und habe mir eine Trägerstruktur gezeichnet. Das sind diese Rahmen, die wir uns nachher auf der CNC-Fräse hier fertigen lassen, in der nachher die Aufnahmen für die Lager und die Zahnräder sind. Die Lager sind jetzt da, ich fange jetzt an, die einzukleben und dabei könnt ihr mir ein bisschen über die Schulter gucken. Ich bin seit 1.4. im Wunderland, arbeite in der E-Ecke. Wir sind halt zuständig für die Infrastruktur, das heißt, wir machen die Versorgung der Anlage, die Programmierung der Knopfdrücker und der Gebäude. Wir sind auch zuständig für die Beleuchtung, das ist so der Teil, der viel Zeit frisst bei uns. Ja, also die Uhr war ein Projekt, das mich von vornherein interessiert hat. Das haben, glaube ich, auch andere hier in der Werkstatt gemerkt und deshalb ist die auch ziemlich schnell auf meinem Platz gelandet, als es dann hieß, wir wollen die neu machen. Ich fand es halt einfach interessant, weil es war mal was Neues, es war halt was wir so in der Anlage noch nicht haben und auch viel, womit man sich auseinandersetzen kann. So die Schrittmotoren, die halt nachher wirklich eine Uhrzeit darstellen, das ist halt was, da wusste ich, das ist kompliziert, da kann man halt ein bisschen Zeit drin versenken und das kann auch richtig geil werden, wenn das nachher funktioniert. Meine Teile sind alle da. Der Modellbauer war so freundlich, mir die gezeichneten Alurahmen zu fräsen. Die habe ich jetzt soweit vorbereitet und habe die Löcher für die Lager gebohrt und habe die Lager eingesetzt und eingeklebt. Dann bin ich dabei gegangen und habe für meine Lager die Wellen gedreht und die Passung. Die die Messingzahnräder haben wir bestellt, die sind mittlerweile auch angekommen. Die habe ich auch soweit vorbereitet und die passenden Bohrungen nachgesetzt. Und kann jetzt anfangen, das Ganze zusammenzusetzen. Die Uhr, die ich mir zerlegt habe, das war tatsächlich relativ zum Anfang der Ausbildung. Also eine Armbanduhr, die lag halt rum. Ne? Also das war eine, die hast du mal geschenkt gekriegt. Da habe ich jetzt nicht ewig viel Geld drin versenkt, aber da war halt die Batterie leer. Normalerweise fährt man damit zum Uhrmacher, lässt die Batterie tauschen, holt sich das Ding 2 Tage später ab, bezahlt 20 € und alle sind happy. Ich habe mir natürlich gedacht, hey, Mechanik, Elektrotechnik, natürlich kannst du das. Hab das Ding halt auseinandergeschraubt. Und 5 Minuten später hatte ich statt einer Batterie dann nur noch 40 Zahnräder rumliegen, die alle irgendwie in diese Uhr reingehört haben.
und habe dann auch relativ schnell gemerkt, okay, das ist nicht mehr meine Gehaltsklasse. Und dann hatte sich das mit der Armbanduhr relativ fix erledigt. Das war so der Moment, wo ich mir auch gedacht habe, dass du kein Uhrmacher geworden bist, war wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung. Ich habe jetzt die Rahmen soweit montiert, die Zahnräder sind alle eingebaut und jetzt fange ich an, die Rahmen übereinander zu stapeln mit dem Gewindestand. Dafür habe ich mir diese Distanzhülsen gedreht, um nachher den Abstand zwischen den Zahnrädern so einzustellen, dass die immer genau im bestmöglichen Eingriff sind. Und danach mache ich die Feineinstellung. Die größte Herausforderung bei der Uhr war die Genauigkeit beim Getriebe, weil Zahnräder haben besonders so in der Größe einen relativ kleinen Spielraum an Toleranzen. Das heißt, wenn die halt nicht richtig im Eingriff sind oder zu viel haben, laufen die entweder gar nicht oder zu hakelig oder zu stramm. Und das sind Sachen, so, da muss man besonders bei der Menge an Zahnrädern und halt auch über die Ebenen viel gucken, dass das alles am Ende passt und halt auch sauber läuft. Und das waren Sachen, klar, man hat das halt vorher gezeichnet, aber das nachher halt auch noch so zu fertigen und so maßhaltig zu fertigen, ist dann schon eine kleine Herausforderung. Besonders dann in dem Maßstab. Ja, genervt hat mich bei der Uhr nachher zum Schluss der Zusammenbau, weil das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, mir fällt gerade mein eigener Fusch vor die Füße. Und da möchte man eigentlich jemanden haben, zu dem man sagen kann, ey, was hast du mir hier für eine Kacke hingestellt, jetzt muss ich damit arbeiten. Aber dadurch, dass man selber diese Person ist, kommt man aus diesem Nerv nicht raus. Ne? Und du weißt halt, alles, was daran gemacht wurde, sei es jetzt von der Konstruktion bis zu der Fertigung oder dem Einkleben der Lager, das habe ja alles ich gemacht. So. Und das war so der Punkt, wo ich irgendwann gedacht habe, okay, sie können jetzt auch langsam mal fertig sein. Es war viel Spaß mit den Zahnrädern, aber so langsam träume ich davon. Genau, die Zahnräder sind jetzt eingebaut. Der Turm ist jetzt soweit ausgerichtet. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass der Motor eingebaut wird und dann können wir eigentlich testen. Ja, ich war früher absolutes Lego-Kind. Und dann war es halt nicht so, dass es irgendwann losging Richtung, von wegen Realschule, Berufsschulzeit und so, dass man sich etwas aussuchen musste. Und wo ich dann auf die Idee gekommen bin, okay, das geht halt auch in echt. Und dann war halt irgendwann so diese Erleuchtung von wegen, im Großen und Ganzen ist das alles kein Hexenwerk. Ne? Also alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst oder was es halt so gibt an Maschinen, das kann man auch irgendwie zusammenbauen, neu bauen und umbauen. Und das war so dann auch das, was ich halt in meiner Freizeit viel gemacht habe, dass ich mich mit neuen Sachen beschäftigt habe und auch irgendwann gemerkt habe, ja, je komplizierter, desto besser. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ja, die Uhr ist jetzt soweit fertig montiert. Wir haben einmal alles geprüft, ob es gangbar ist und ob es soweit gut aussieht. Dafür haben wir unsere 3D-gedruckten Zeiger einmal raufgesteckt, damit wir sehen können, ob das alles soweit ein stimmiges Bild gibt. Es sind noch so 2, 3 Sachen zu tun jetzt. Zum Beispiel muss die Uhr noch programmiert werden und wir müssen halt auch noch gucken, dass die Uhr sich zusammen mit der Anlage synchronisieren kann, damit sie halt auch mit dem Tag-Nacht-Rhythmus passend die Zeit anzeigt. Das lösen wir halt über ein Arduino. Auch darüber wird der Servomotor nachher angesteuert. Die Programmierung dafür ist so gut wie fertig, muss aber noch ein bisschen justiert werden. Wir haben noch so 1, 2 Sachen jetzt gemerkt beim Zusammenbauen, die man noch verbessern könnte oder die halt nicht ganz so 100%ig ideal gelaufen sind. Da wir aber wahrscheinlich noch eine zweite Version für den Hamburger Michel bauen wollen, kommen die jetzt halt auf eine Liste und werden dann halt bei der Version halt beachtet oder halt nachgearbeitet. Und im Großen und Ganzen fehlt jetzt eigentlich nur noch der Zusammenbau und dann kann das Ding soweit in die Anlage und wir gucken uns an, wie das funktioniert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir mal ein bisschen über die Schulter zu gucken und ansonsten viel Spaß beim nächsten Mal.